Fast jeder Anfänger kämpft mit Kreisen. Sie werden eckig, eirig oder zittrig. Heute zeige ich dir 3 Übungen, damit dir das nie wieder passiert. Sei gespannt und freue dich auf das Video. Los geht's! Lass uns loslegen und 3 wichtige Übungen zum Kreisezeichnen durchführen, damit sich deine Kreise verbessern, du lockerer wirst und das nicht mehr so eine große Herausforderung ist. Ja, wir brauchen Kreise und aus den Kreisen leiten wir dann Ellipsen ab. Ja, also ganz wichtig für viele verschiedene Formen sozusagen, die wir daraus ableiten können. Los geht's! Übung 1. Halte den Stift ganz locker in der Hand. Ja, und das Schultergelenk ist ja daraus, zeichne mal schön aus dem Schultergelenk. Ja. Ich habe hier wieder meinen Zeichenhandschuh an, mit dem ich schön rutsche über das Papier. Zeichne erstmal nicht auf dem Papier, sondern kreise erstmal. Also in der Luft kreisen. Und wenn du der Meinung bist, das läuft rund, dann fängst du an, den Stift sozusagen aufzusetzen. Ja? Und dann kreist du immer wieder, bis es sich für dich rund anfühlt. Ich weiß, das wird dir nicht gleich gelingen, weil es eine Übungssache ist. Ich habe auch geübt. Ja? Kein Problem. So, wenn dir die Übung zu schwierig ist, also eine zu große Herausforderung, fängst du erstmal so an. Du nimmst dir erstmal einen runden Gegenstand, einen Zylinder, eine Dose und zeichnest dir einen Kreis vor oder nimmst dir sogar einen Zirkel. Also eine Dose kannst du auch nehmen, ja? Einen Zirkel für einen größeren Kreis und dann fängst du an, da du ja jetzt weißt, was kreisrund ist, diesen Kreis nachzuziehen. Wähle verschiedene Größen aus, aber erstmal eine reicht erstmal. Ja? Kreise immer wieder. Halte den Arm schön locker. Ganz entspannt kreisen. Ja, auch mal in die andere Richtung. Eine sehr gute Übung. Ungewohnt, aber auch sehr gut für Sicherheit, um Sicherheit zu finden. Ja? Immer wieder drüber kreisen und dann gehst du raus aus deiner Form und probierst Freihand zu kreisen. Wenn du es nicht schaffst, immer wieder neu ansetzen, ja? Und den Stift schön locker halten, ja? Und schön aus dem Schultergelenk rauskreisen. Nicht verkrampfen, ganz locker immer wieder die Kreise ziehen. Ja, also eine sehr, sehr gute Übung. Nutze diese beiden Tricks, damit du wirklich Schritt für Schritt das aufbaust. Drehe links, drehe rechts und probiere immer wieder Kreise zu zeichnen. Beginne mit einem großen und werde dann ruhig etwas kleiner. Ja? Ganz wichtige Übung, den Stift immer fließen lassen, ganz leicht. Okay, kommen wir zur Übung 2. Jetzt haben wir relativ große Kreise gezeichnet, jetzt zeichnen wir kleinere Kreise. Ja? Also wie wir, wenn wir beispielsweise ein Auge zeichnen, wie wir sie für die Pupille brauchen. Nicht für die Pupille, sondern für die Iris. Ja? Und mach noch einen daneben. Auch ganz locker halten, die Hand. Ja, ist kein Problem, wenn die ein bisschen eirig werden. Kreise so oft drüber, bis er sich für dich rund anfühlt. Dein Auge gewöhnt sich dann daran und deine Hand auch durch das Training. Ja? Ruhig mal rüber zeichnen. Ja. Ganz wichtig. Und jetzt zeichnen wir noch einen kleinen Kreis an. Ja? Das kann alles sein. Ein Knopf, die Iris mit der Pupille. Ja. Probier das ruhig.
Also etwas kontrollierte Kreise zu zeichnen. Kleine, große. Natürlich kannst du auch wieder so eine Vorlage nehmen, eine etwas kleinere. Aber ich würde dir empfehlen, wenn du das hier ein paar Mal gemacht hast, also mit Dose, Zylinder oder Zirkel größer gezeichnet hast, ja, zeichne das einfach immer wieder und dann zeichnest du einfach hier Kreise zwischen. Große, kleine, überlappende, so übst du auch Halbkreise. Nur eine kurze Unterbrechung. Wenn du tiefer in das Zeichnen eintauchen willst, findest du direkt unter dem Video den Link zum kostenlosen Zeichenkurs. Weiter geht's mit dem Video. Ja. Und du siehst, die Zeichnung bekommt dadurch eine gewisse Dynamik. Wie gesagt, kreise auch mal in mehrere Richtungen, auch wenn es nicht gelingt, es ist egal. Deine Hand soll erstmal vielseitig werden. Ja? Du kannst es auch hier machen mit der lockeren Form. Ja. Und dann die starre, ja, also die, das heißt starre, die bisschen kontrolliertere Form. Ja? Also ganz, ganz wichtig, hier mal das auszuprobieren. Ja? Wir können uns auch hier mal so eine Grenze zeichnen, ja, die so ein bisschen einschränkt. Ja, versuch mal dann da einen Kreis reinzuzeichnen, ja, ein Quadrat, so ungefähr zeichnen und dann den Kreis rein, ja, dass du so eine Orientierung bekommst. Ja. Also auch eine schöne Übung. Und wenn wir jetzt hier eine Draufsicht machen, ja, kannst du hier auch eine Ellipse einzeichnen. Also nicht ganz rund. Wichtig ist immer, dass du dieses Kreisen übst. Ja, das machen wir gleich in der dritten Übung. Ja, dass immer dieses Kreisen übst. Aber auch probierst, in einem Zug einen Kreis zu zeichnen. Ja, auch nicht immer so einfach. So, kommen wir zur Übung 3. Das ist eine sehr gute Übung, weil sie locker und spielerisch ist, an die Sache rangeht. Ja? Also, wir zeichnen praktisch Spiralen. Ja? Du verjüngst praktisch den Kreis immer mehr. Es spielt erstmal keine Rolle, ob du das jetzt hundertprozentig hinkriegst oder nicht. Wir sind keine Maschinen. Es geht einfach um diese Übung, um dein Handgelenk schön locker kreisen zu lassen. Ja? Und du kannst auch wieder rausgehen. Ja, du merkst, das ist sehr ungewohnt. Ja, jeder hat ja seine stärkere Richtung. Wie links und rechts hat man einen Hauptfokus, wo man etwas besser kann. Und nochmal. Also eine ganz wundervolle Übung hier. Um sich das Kreiszeichnen anzugewöhnen. Ja? Und zum Schluss nutzen wir mal das ganze Blatt. Schön Kreis zeichnen, ja, dass wir uns auch mal ausdehnen. Kannst du die ganze Schulter mit einbeziehen und schön zart über das Blatt, ganz schwach das Handgelenk nur auflegen, ja, immer wieder kreisen und dann gehen die andere Richtung, immer Kreise. Das wird sich langsam rauskristallisieren hier. Ja, brauchst du bei Räder, bei alles Mögliche brauchst du diese Kreisform. Ja. Auch beim Baum, ja, brauchst du erstmal diese Krone und dann kommt halt dieser Stamm rum. Ja. Also, ganz, ganz wichtige Übung.
das Thema Kreise zeichnen. Übe das ruhig täglich auch zum Warmzeichnen. Einfach ein paar Mal rechts rum, links rum kreisen, kleine Kreise, größere Kreise ziehen. So, weitere Videos schau dir gerne an. Hier oben in der Playlist verlinke ich dir ein paar. Draufklicken, die nächsten Videos schauen und dann lernst du noch mehr dazu. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, mir ein Abo dalässt und wenn du magst, teile auch das Video mit deinen Freunden. Also bis zum nächsten Mal hier bei Schmitz Zeichenwelt.